Bei der Arbeit mit Vektordaten kommt es oft vor, dass man gar nicht alle Daten braucht, sondern nur mit einem bestimmten Teil davon weiterarbeiten will. Wir schauen uns jetzt die verschiedenen Auswahlwerkzeuge von ArcGIS Pro an, die du dafür benutzen kannst. In diesem Tutorial verwende ich frei verfügbare Geodaten. Ich benutze ein Polygon-Shapefile mit Naturparks in Baden-Württemberg und ein Punkt-Shapefile mit Windkraftanlagen in Baden-Württemberg. Die Daten sind vom Daten- und Kartendienst der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg. Die Datenquelle ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich arbeite mit einem Projekt, das so vorbereitet wurde, wie es in unserem Video zur Projekterstellung gezeigt wird. Das Video findest du, wenn du oben auf das i klickst oder wenn du in die Videobeschreibung schaust. In der Karte sind die Windkraftanlagen in Baden-Württemberg als Punktfeatures zu sehen. Die Werkzeuge, die du zum Auswählen von Features brauchst, findest du hier im Menüband unter der Registerkarte Karte in der Gruppe Auswahl. Wenn du jetzt einzelne Features auswählen möchtest, ist es am einfachsten, wenn du sie mit der Maus in der Karte anklickst. Der ausgewählte Punkt wird dann blau markiert. Eine Auswahl hebst du mit dieser Schaltfläche wieder auf. Wenn du mehrere Features erwischen willst, kannst du auch einen Rahmen aufziehen. Dazu einfach die Maustaste gedrückt halten. Es gibt auch noch ein paar andere Formen, die du benutzen kannst. Die Standardeinstellung ist das Rechteck. Wenn du schon etwas ausgewählt hast und du zusätzlich noch mehr Features auswählen möchtest, kannst du die Umschalttaste gedrückt halten und dann noch mehr Features mit der Maus anklicken. Die Methode mit der Maus ist besonders praktisch, wenn du nur sehr wenige Features auswählen willst und du genau weißt, wo sie liegen. Oder wenn die Features in Bereichen liegen, die man einfach gut mit der Maus abdecken kann. Du kannst einzelne Features stattdessen auch in der Attributtabelle auswählen. Dazu musst du die Zeile ganz vorne anklicken. Mit einem Rechtsklick kannst du auf die passende Geometrie zoomen. Die Features bestehen ja immer aus einer Geometrie und ihren Eigenschaften, also den Attributen. Es werden deshalb immer beide Teile markiert, also die Geometrie in der Karte und die dazugehörende Zeile in der Attributtabelle. Mit der Markierung kannst du auch leicht herausfinden, welche Attribute zu welcher Geometrie gehören und umgekehrt. Wie beim Auswählen von Dateien kannst du auch hier mehrere Zeilen mit der Umschalttaste oder der Steuerungstaste auswählen. Falls du nur wissen möchtest, welche Zeile zu welcher Geometrie gehört, denke daran, die Auswahl danach wieder aufzuheben. Wenn du das nicht machst, kann es passieren, dass du später versehentlich ein Werkzeug auf diese Auswahl anwendest, obwohl du das vielleicht gar nicht wolltest. Wenn du die Attribute von einem Feature sehen möchtest, kannst du alternativ dazu auch das Erkunden-Werkzeug benutzen. Das Video, in dem wir das genauer erklären, findest du, wenn du oben auf das i klickst oder wenn du einen Blick in die Videobeschreibung wirfst. Beim Erkunden-Werkzeug entsteht übrigens keine bleibende Auswahl. Was ist jetzt aber, wenn du alle Features mit einer bestimmten Eigenschaft auswählen möchtest? Es wäre natürlich sehr umständlich und fehleranfällig, wenn du dafür jedes Feature mit der Maus anklicken müsstest. Besonders wenn du einen Layer benutzt, der sehr viele Features hat. Für diesen Fall gibt es die Methode nach Attributen auswählen. Damit kannst du systematisch ganz viele Features auf einmal auswählen. Als erstes wählst du hier den Layer aus, in dem die Features ausgewählt werden sollen. Als nächstes legst du den Auswahltyp fest. Die Standardeinstellung ist die, dass eine neue Auswahl getroffen wird. Du könntest hier aber auch zum Beispiel zur aktuellen Auswahl hinzufügen festlegen. Dann bleibt die bisherige Auswahl erhalten und neue Features kommen dazu. Wir belassen es jetzt aber bei Neue Auswahl. Nehmen wir an, du möchtest herausfinden, welche Windkraftanlagen in Baden-Württemberg aktuell in Betrieb sind. Überlege dir, in welcher Spalte der Attributtabelle die Infos enthalten sind, die du für diese Auswahl brauchst. Um dir einen Überblick zu verschaffen, kannst du in die Attributtabelle schauen. Die Spalten in der Attributtabelle werden in GIS-Programmen meist als Felder bezeichnet. In unserem Fall brauchen wir das Feld Status. Wir möchten jetzt alle Windkraftanlagen auswählen, die in Betrieb sind. In dem hinteren Dropdown-Menü findest du alle Einträge, die in diesem Feld vorkommen. Hier gibt es 3 verschiedene: Antrag genehmigt, in Betrieb und stillgelegt. Hier wählst du also in Betrieb aus. Es wird also gleich eine neue Auswahl gemacht, wobei gilt, Status ist gleich in Betrieb. Dann klickst du auf OK. Jetzt werden die Features, auf die die Kriterien zutreffen, in der Karte blau markiert.
Du kannst die ausgewählten Features auch in der Attributtabelle sehen. Hier unten kannst du auch ablesen, wie viele Features jetzt insgesamt ausgewählt sind. Mit dieser Schaltfläche kannst du die Zeilen ausblenden, die im Moment nicht ausgewählt sind. Mit dieser Schaltfläche kannst du sie wieder einblenden. Ähnlich wie beim Auswählen mit der Maus kannst du hier auch verschiedene Auswahlen miteinander kombinieren. Wenn du zum Beispiel wissen möchtest, welche der aktiven Windräder einen Rotordurchmesser von mindestens 100 Metern haben, kannst du diese beiden Kriterien mit dem "und" kombinieren. Das bedeutet, dass die beiden Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein müssen. So werden die Windkraftanlagen ausgewählt, die in Betrieb sind und außerdem einen Rotordurchmesser von 100 Metern oder mehr haben. Klicke dazu auf Klausel hinzufügen. Hier kannst du dich für "und" oder entscheiden. Das "oder" benutzt man, wenn sich die Bedingungen ausschließen sollen. In unserem Fall sollen beide Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein. Deshalb nehmen wir das "und". Rotordurchmesser ist hiermit Rotordurch abgekürzt. Beim Rotordurchmesser handelt es sich um eine Zahl. Hier können wir zum Beispiel auch mit größer als und kleiner als arbeiten. Wir möchten alle aktiven Windräder mit einem Rotordurchmesser von mindestens 100 Metern auswählen. Die 100 soll also auch enthalten sein. Deshalb nehmen wir hier "ist größer als" oder "gleich". Das Dropdown-Menü ist in diesem Fall nicht besonders hilfreich. Hier bist du wahrscheinlich schneller, wenn du 100 einfach eintippst. Jetzt werden alle Windkraftanlagen ausgewählt, die beide Bedingungen erfüllen. Ein Auswahlkriterium kann auch die Lage von Features sein. Nehmen wir an, du möchtest herausfinden, welche Windkraftanlagen in einem Naturpark liegen. Dabei hilft dir das Werkzeug Lagebezogen auswählen. Zuerst legst du hier den Layer fest, in dem du die Features auswählen möchtest. Hier könntest du auch mehrere Layer gleichzeitig benutzen. Als nächstes wählst du eine sogenannte Beziehung aus. Wenn du mit der Maus über das i fährst, werden die verschiedenen Beziehungen erklärt, die du hier benutzen kannst. Wir möchten die Windkraftanlagen auswählen, die in einem Naturpark liegen. Die passende Beziehung ist überschneiden. Eine andere Beziehung wäre zum Beispiel in einer Entfernung. Damit könntest du zum Beispiel die Windräder auswählen, die innerhalb einer Entfernung von 1 Kilometer zu einem Naturpark liegen. Die Auswahlfeatures sind in unserem Fall die Naturparks. Wenn man eine Beziehung mit einer Entfernung eingestellt hat, kann man hier noch die gewünschte Entfernung eintragen. Außerdem gibt es auch hier wieder die Möglichkeit, die Auswahl mit einer bisherigen zu kombinieren. Mit der letzten Option könnte man die Auswahl auch in das Gegenteil umkehren. In diesem Fall wären das alle Windräder außerhalb von Naturparks. Nach einem Klick auf OK sind jetzt also alle Windkraftanlagen ausgewählt, die in Naturparks liegen. Ich habe vorhin gesagt, dass eine neue Auswahl mit einer bisherigen kombiniert werden kann. Du kannst so natürlich auch verschiedene Auswahlwerkzeuge miteinander kombinieren. Zum Beispiel kannst du zuerst eine Auswahl mit der Maus machen und dann zusätzlich noch die Windräder auswählen, die eine bestimmte Eigenschaft haben und danach vielleicht auch noch eine lagebezogene Auswahl und so weiter. Die Auswahlen kannst du so stark verschachteln, wie du möchtest. Egal welche Methode du für eine Auswahl benutzt hast, wenn du die Maus danach wieder im Standardmodus verwenden möchtest, aktiviere das Erkunden-Werkzeug. Wenn du mit deiner Auswahl zufrieden bist, kannst du mit den ausgewählten Features weiterarbeiten. Zum Beispiel könntest du ein Geoverarbeitungswerkzeug jetzt nur noch auf die ausgewählten Features anwenden oder Statistiken nur für diesen Teil der Daten berechnen. Oft möchte man aber einfach nur die ausgewählten Features aus einem größeren Datenbestand extrahieren. Dazu machst du einen Rechtsklick auf einen Layer mit einer Auswahl. Im Kontextmenü kannst du Daten, Features exportieren anklicken. Hier siehst du auch nochmal, wie viele Features gerade ausgewählt sind. Du könntest die Aktion auch auf alle Features im Layer anwenden. Dazu stellst du den Schieberegler einfach aus. Dann würden alle Features exportiert werden. Wir möchten jetzt aber nur die ausgewählten Features exportieren. Wähle hier einen Speicherort für die Features. Du kannst entweder ein neues Shapefile abspeichern oder eine Feature Class in einer Geodatabase. Klicke dann auf OK. Den Dialog kannst du alternativ auch über das Menüband aufrufen. Du hast jetzt einen neuen Datenbestand erzeugt, der die eben ausgewählten Features enthält.
Auf unserem Kanal findest du noch mehr GIS-Grundlagen-Tutorials und falls du dich für GIS und das Thema Nachhaltigkeit interessierst, wäre vielleicht einer unserer Studiengänge etwas für dich. Den Link zu unserer Hochschulwebsite findest du in der Videobeschreibung.